Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ich muss mich zunächst bei euch entschuldigen. Ich habe gestern in meinem Video etwas Falsches gesagt. Ich habe gesagt, dass ich heute den Sicherheitsdienst und die Totenkopfverbände besprechen werde. Der SS stimmt aber nicht. Ich werde heute den SD und die Waffen-SS besprechen. Also entschuldigt, das war in der Hitze des Gefechts. Warum komme ich auf dieses Thema überhaupt? Klar, weil ich eure Kommentare lese und ihr habt euch gewünscht, dass ich mehr über die SS sage und auch einmal aufführe, was die SS eigentlich war. Und diesem Wunsch komme ich nach. Es geht also um eine historische Aufklärung. Es geht nicht darum, die Gräueltaten der SS hier zu nennen. Dazu gibt es hunderte, tausende andere Bücher, sondern es geht darum, um eine historische Einordnung. Gestern hatte ich also das Thema Waffen-SS. Heute bespreche ich die zweite Gliederung, und zwar der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, im Allgemeinen mit SD bezeichnet. Himmler hat ihn in seiner Rede mit dem Titel Wesen und Aufgabe der SS und der Polizei selbst so beschrieben, ich zitiere: Ich komme nun zum Sicherheitsdienst. Er ist der große weltanschauliche Nachrichtendienst der Partei und letzten Endes auch des Staates. Er war in der Kampfzeit zunächst der Nachrichtendienst der SS. Wir hatten damals aus ganz erklärlichen Gründen einen Nachrichtendienst bei den Standarten, Sturmbannen und Stürmen. Zitat Ende. Obwohl, wie Himmler es ausdrückte, der SD nur während der Jahre vor der Machtübergabe der Nationalsozialisten an die Nationalsozialisten der Nachrichtendienst der SS war, so wurde er sofort danach eine weitere, weitaus wichtigere Organisation. Er hatte sich unter der Führung Reinhard Heydrichs zu einer derart mächtigen wissenschaftlichen Spionageorganisation entwickelt, dass er am 9. Juni 1934 durch Erlass von Rudolf Hess zum einzigen Nachrichten- und Abwehrstelle der gesamten NS-Partei gemacht wurde. Himmler sagte weiter, ich zitiere: Der Sicherheitsdienst wurde schon im Jahr 1931 von der Truppe getrennt und eigens organisiert. Er deckt sich heute in seinen höheren Befehlsstellen mit den Oberabschnitten und Abschnitten und hat dann Außenstellen, einen eigenen Referentenapparat mit sehr vielen Führerstellen in Stärke von rund 3000 oder 4000 Mann, wenigstens wenn er ausgebaut ist. Zitat Ende. Bis 1939 war die Hauptdienststelle des SD das SS-Sicherheitshauptamt, das im gleichen Jahr mit dem Reichssicherheitshauptamt RSH zusammengelegt wurde. Eine immer engere Zusammenarbeit des SD mit der Gestapo und der Kriminalpolizei hatte zur Schaffung des RSHA geführt. Die dritte Gliederung der SS war die Waffen-SS, die Kampftruppe der SS. Der Grund zur Schaffung dieser Kampftruppe ist im Organisationsbuch der NSDAP so dargestellt, ich zitiere: Die Waffen-SS entstand aus dem Gedanken heraus, dem Führer eine auserlesene, länger dienende Truppe für die Erfüllung besonderer Aufgaben zu schaffen. Sie soll es den Angehörigen der allgemeinen SS sowie Freiwilligen, die den besonderen Bedingungen der Schutzstaffel entsprechen, ermöglichen, auch mit der Waffe in der Hand im Kriege in eigenen Verbänden, zum Teil im Rahmen des Heeres, für die Verwirklichung der nationalsozialistischen Idee zu kämpfen. Zitat Ende. Ideologische Soldaten also, wenn man nach dem Organisationshandbuch der NSDAP geht. Der Ausdruck Waffen-SS kam aber erst nach Kriegsbeginn in Gebrauch. Bis dahin gab es zwei Gliederungen der SS, die sich aus gut ausgebildeten, ausschließlich als Berufssoldaten beschäftigten Männern zusammensetzten: die sogenannte SS-Verfügungstruppe und die SS-Totenkopfverbände. Auf die komme ich dann morgen zu sprechen. Nach Kriegsbeginn
wurden die Einheiten der SS-Verfügungstruppe auf Divisionsstärke gebracht, neue Divisionen wurden hinzugefügt. Teile der SS-Totenkopfverbände wurden zu einer Division zusammengestellt, der sogenannten SS-Totenkopfdivision. Alle diese Divisionen waren unter dem Gesamtbegriff Waffen-SS bekannt. Die Anfänge der Waffen-SS gehen auf die am 17. März 1933 befohlene Aufstellung der Stabswache in Stärke von zunächst nur 120 Mann zurück. Aus dieser kleinen Gruppe entwickelte sich die spätere SS-Verfügungstruppe bzw. die Leibstandarte SS Adolf Hitler. Im Laufe dieses Krieges wuchsen diese Verbände dann zu Divisionen. Die SS-Verfügungstruppe wurde in einem als geheime Kommandosache bezeichneten Befehl Hitlers vom 17. August 1938 wie folgt beschrieben. Die SS-Verfügungstruppe ist weder ein Teil der Wehrmacht noch der Polizei. Sie ist eine stehende, bewaffnete Truppe zu meiner ausschließlichen Verfügung. Als solche und als Gliederung der NSDAP ist sie weltanschaulich und politisch nach den von mir für die NSDAP und die Schutzstaffel gegebenen Richtlinien durch den Reichsführer SS auszuwählen, zu erziehen und durch Einstellung von Freiwilligen, die ihrer Arbeitsdienstpflicht genügt haben, aus der Zahl der Wehrpflichtigen zu ergänzen. Die Dienstverpflichtung der Freiwilligen beträgt 4 Jahre. Für SS-Unterführer kann die Dienstverpflichtung verlängert werden. Für die SS-Führer gilt eine Sonderverpflichtung. Die gesetzliche aktive Dienstpflicht, § 8 des Wehrgesetzes, gilt durch Dienst von gleicher Dauer in der SS-Verfügungstruppe als erfüllt. Zitat Ende. Die SS-Verfügungstruppe wurde erstmals mit der Armee bei der Übernahme des Sudetenlandes eingesetzt. Nach dieser Aktion wurden Vorbereitungen getroffen, um die Truppe zu motorisieren und neue Einheiten aufzustellen, wie Tankabwehr, Maschinengewehr und Aufklärungsbataillone. Im September 1939 war die Truppe vollkommen motorisiert, ihre Einheiten waren auf Divisionsstärke erhöht und sie waren gefechtsklar. Wenn man sich mit Militärstrategie auskennt, und es ist ein Steckenpferd von mir, Militärstrategie, dann liest man auch, dass ausländische Generäle, ausländische Militärs, ja und auch ausländische Historiker die Waffen-SS für ihre Disziplin lobten. Und diese Truppen, die Waffen-SS, waren die Eliteeinheiten der Wehrmacht und haben viele Schlachten geschlagen und viele Schlachten gewonnen. Wie gesagt, über die Gräueltaten, die verübt worden sind, könnt ihr das in allen anderen Medien nachlesen. Mir geht es um eine historische Aufklärung der Formationen der SS. Alles dazu in meinem so dicken Wälzer Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 2, fast 900 Seiten. Es sind 2400 Quellen in diesem Buch und in diesem Buch gibt es alles. Die Machtübergabe, die Konzentrationslager, welche Konzentrationslager auch in anderen Ländern existierten und alles über die SS. Ich möchte noch auf mein neues Buch aufmerksam machen. Deutschland muss vernichtet werden. Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes. Ein Bestseller auf Amazon. 3. Auflage erschienen. Es sind Tausende und Abertausende verkauft worden. Vielen Dank dafür, dass ihr an der Gedenkkultur an unsere Toten teilnehmt. Vielleicht gibt es ja noch Überlebende, denen ihr dieses Buch schenken könnt. Und sie können dann lesen, vielleicht was sie selber erlebt haben. Ich bin ja ein
Kind einer Flüchtlingsfamilie und deshalb bin ich ja auf dieses Thema gekommen. Es ist ein Andenken an meine Großeltern, meinen Großvater und meine Großmutter und natürlich stellvertretend für Millionen Deutsche. Also wenn ihr Teil der Gedenkkultur werden wollt, erwerbt euch dieses Buch. Ich bedanke mich im Voraus dafür. Es geht nicht um mich, ich bin finanziell unabhängig. Es geht darum, dass wir unsere Opfer endlich in den Mittelpunkt stellen, 80 Jahre nach Ende des Krieges. Unsere Opfer, unsere kleinen Kinder, alten Menschen und Frauen, die nichts, aber auch gar nichts dafür konnten, dass die alliierten Massenmörder sie abgeschlachtet haben. Bitte abonniert mich bei Telegram. Ich sage es jeden Tag. Abonniert mich bei Telegram. Wenn ich hier nicht mehr erreichbar bin, dann bin ich bei Telegram. Aber abonniert mich jetzt, weil dort erhaltet ihr Zusatzinformationen, die ich bei YouTube nicht veröffentlichen kann. Auch mein kostenloser Newsletter auf www.michaelgrant.de könnt ihr abonnieren. Alles Gute, bis morgen. Morgen bespreche ich dann, ich muss meine Liste anschauen, morgen bespreche ich dann die Totenkopfverbände und die Polizeibataillone der SS. Bis morgen.